and some metabolites because they're being urinated. They go through the kidney to get to the urine. Und in den Nieren findet man viel Progesteron und etwas Metaboliten, weil sie ja zu den Nieren gehen, um dort ausgeschieden zu werden. And they measured the amount that's in the tissue of the saliva gland, but the saliva gland has no receptors for these hormones. So the hormones don't stop in the tissues. They go right through the saliva gland into the saliva. Und man hat dann auch das Gewebe der Speicheldrüse gemessen und da sehr geringe Konzentrationen gefunden. Das liegt daran, dass das Speicheldrüsengewebe keine Rezeptoren hat für diese Hormone, sondern die Hormone gehen direkt in den Speichel hinein. Very little of the progesterone shows in the urine. It's mostly the waste product, the metabolites. Sehr wenig von dem Progesteron zeigt sich im Urin. Das sind vor allen Dingen die Metaboliten, die Abfallprodukte. There are doctors who use the urine test to measure your hormones. Es gibt jetzt Ärzte, die den Urintest verwenden, um ihre Hormonspiegel zu messen. And you can see that they cannot measure your own hormones. They're measuring the waste product, the metabolites. Und man kann aber hier sehen, dass das so nicht möglich ist, die Hormone zu messen. Man kann nur die Metaboliten messen dort. And here is the plasma, or the serum. The difference between plasma and serum is just the presence of hydrogen. It doesn't change anything else. But this is the same as serum, and you'll see there's very little. Anybody measuring here would not know about all of this. Und das ist jetzt die Messung im Plasma. Der Unterschied zwischen Plasma und Serum liegt an dem Wasserstoff. Aber man sieht hier, im Plasma ist auch kein geeigneter Träger, um es zu messen. The typical doctor calls the serum test the gold standard. Jetzt der durchschnittliche Arzt nennt den Bluttest für Hormone den Goldstandard. It's good for measuring the water-soluble things like sugar. Es ist aber gut für die wasserlöslichen Dinge wie Zucker oder Proteine, but not fat. Aber nicht für Fette. Next slide. What we're aiming for in these hormones is balance. Now, if you look, if your doctor would show you sometime, if he orders a blood test even or a saliva test for these hormones, the range of normal might be 7-fold range. Like for progesterone, it's from 4 to 28. So 7-fold. So there's a wide range of that. But it's still the balance that you want. It's not the absolute number. It's the balance. And in estradiol and progesterone, estradiol is a very potent hormone, and progesterone is very mild. To make balance, the progesterone has to be 200 times greater than the estradiol. Also er sagt jetzt, dass er gleich zu Fragen übergehen möchte und dass so, um zusammenzufassen, die Balance von den Hormonen ganz, ganz wichtig ist. Und dass die Balance zwischen Progesteron und Östradiol ungefähr so sein sollte, dass Progesteron 200 Mal so stark sein sollte wie Östradiol. 200, right? Yeah, Is it? 200. Okay, good. Yeah. Okay. And so if you have a postmenopausal woman, she's making less estrogen, so therefore your dose of progesterone will be less also. Wenn also eine Frau sich in der Postmenopause befindet, dann produziert sie etwas weniger Östrogen und dann sollte natürlich im Verhältnis dazu auch das Progesteron geringer sein, das gegeben wird. In a young woman, you want to use it from day 12 to day 26 of a normal cycle. Bei einer jungen Frau sollte man es vom 12. Tag bis zum 26. Tag in einem Zyklus geben. And in a postmenopausal woman, you use the smaller doses, but you use it for 25, 26 days of the month, just taking 3 or 4 days off at the end. Also bei jüngeren Frauen eine höhere Dosis, bei Frauen in der Postmenopause eine geringere Dosis, dafür aber 25 bis 26 Tage im Monat und nur 2, 3 Tage oder 4 Tage kein Progesteron. And in men who have prostate disease or prostate cancer, I started treating men with a little bit of testosterone and a little bit of progesterone about 15 years ago, before I retired. Und bei Männern mit einer Tendenz zu Prostatakrebs habe ich schon vor 15 Jahren angefangen, sie mit etwas Progesteron und etwas Testosteron zu behandeln. And by using the saliva test, I showed that
I raise their testosterone to the level of that of a 30 or 40-year-old. Und durch Speicheltest habe ich also dann überprüft, dass der Testosteronlevel ungefähr so hoch liegt wie bei einem 30- bis 40-Jährigen. And it only took 1 or 2 milligrams a day by a gel or nur cream. 1 bis 2 Milligramm am Tag durch ein Gel oder eine Creme. There are companies now making testosterone cream, and they think you should use 5 milligrams 2 or 3 times a day. Es gibt jetzt Firmen, die stellen Testosteroncremes her und die verbreiten dann, dass man 5 Milligramm 3-mal täglich verwenden soll. And I think that's the wrong thing to do. You should restore the level that was proper for people who are 30, 40 years of age and not more than that. Ich denke aber, dass das falsch ist. Man sollte wiederherstellen den Level, den Männer haben zwischen 30 und 40 und dann dabei bleiben, aber nicht mehr als das. And these people who I started 15 years ago, all of them already had prostate cancer proved by biopsy. Und bei den Männern, die ich behandelt habe, angefangen vor 15 Jahren, da war es so, dass der Prostatakrebs schon durch Biopsie festgestellt wurde. The thing about prostate cancer is that it's very slow to develop. Die Sache jetzt mit Prostatakrebs ist, dass er sich sehr langsam entwickelt. Yeah. If they do the test and find that you have some little clusters of cancer cells, it takes 5 years for that little cluster to become twice that size. Wenn man also einen Test durchführt und dann einige wenige Cluster von Krebszellen feststellt, dann braucht es ungefähr 5 Jahre, bis diese sich verdoppeln. So they have lots of time to experiment and find the right dose. Man hat also viel Zeit zu experimentieren, um die richtige Dosis zu finden. Women, on the other hand, with breast cancer, if you could identify the volume of the breast cancer nodule, it doubles in size every 3 to 4 months. Bei Frauen auf der anderen Seite ist es so, wenn man also diese Brustkrebszellen identifizieren würde, dann verdoppeln die sich in einem Zeitraum von 3 Monaten, 3 bis 4 Monate. You don't have the luxury of taking your time to get treatment. Da hat man also nicht den Luxus, dass man Zeit hat, für die richtige Behandlung zu finden. It's been 15 years and these men are all doing fine and they've established a men's prostate luncheon association. Es ist jetzt 15 Jahre her und den Männern geht es allen gut und sie haben also gegründet einen Männer-Mittagessen-Club zum Thema Association, right. And once a year they invite me to come down to see if I've learned anything. Und einmal im Jahr laden sie mich dann ein, zu kommen, um zu sehen, ob ich etwas Neues entdeckt habe. The typical dose for postmenopausal women of progesterone is about 10 or 11 milligrams. Die typische Dosis für Frauen in der Postmenopause ist 10 bis 11 Milligramm. And the amount for testosterone is 1/2 of a milligram. Und die Menge für Testosteron sind 0,5 Milligramm. 0.5 milligrams. Ein halbes Milligramm. And if the estrogen is okay in the normal range for postmenopausal women, you don't need to add it. If it is very low, then you can add a little bit more. If it's estradiol, the right dose is 1/4 of a milligram. Und wenn Östrogen genügend vorhanden ist, braucht man es nicht ergänzen. Wenn es ergänzt werden muss, wenn zu wenig da ist, dann ist die richtige Dosis für Östradiol 1/4 von einem Milligramm. That's 8 times less than the usual doctor. The usual doctor gives 8 times more. They give 2 milligrams, which is 8 times the right dose. Das ist 8-mal weniger, als der normale Doktor Ihnen verschreibt wird. But everybody differs a little bit. Yeah. Wenn man jung ist und der Körper stellt eigene Hormone her, The computers in the brain check the level every 55 minutes. dann checkt der Computer im Kopf den Spiegel alle 55 Minuten.